Hallo ihr Lieben, hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich möchte heute eine erneute Review zu den Derwent Colorsofts machen. Ich habe vor einigen Jahren schon mal eine Review gemacht. Die wird jetzt auch schon rausgenommen sein. Also werdet ihr nicht die Möglichkeit haben, sie nochmal anzugucken. Aber es hat immer an mir genagt und diese Stifte haben mich nicht in Ruhe gelassen. Deswegen habe ich mich durchgedrungen und zufällig ein Schnäppchen bei Fun Big Art Supplies entdeckt. Ich habe diese wunderschöne Holzbox mit 72 Stiften dort für ca. 90 Euro, glaube ich, bekommen. Und da konnte ich nicht widerstehen. Ich habe die Stifte gekauft und habe mir geschworen, ich werde erst eine Review machen, nachdem ich ein komplettes Bild mit diesen Stiften gemalt habe. Und auch erst dann werde ich meine Meinung dazu wiedergeben. Nachdem ich euch natürlich informiert habe, dass bei Fun Big Art Supplies so ein gutes Schnäppchen zu finden ist, habe ich super viele Nachrichten bekommen, wie denn die Stifte so sind, warum ich die mir kaufe, und ich habe die ja schon mal ausprobiert, aber und ja, leider konnte ich nichts dazu sagen, weil ich wirklich erst ein ganzes Bild ausmalen wollte. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte eine richtig aufregende Reise mit diesen Stiften. Einiges Positives, einiges Negatives, aber all das werden wir in dieser Review besprechen. Aber wir fangen erstmal mit den Details an. Laut Derwent sind diese Stifte wachsbasierte Stifte, was so auf den ersten Blick vielleicht richtig erscheint. Allerdings fühlen sich für mich diese Stifte weniger wie wachsbasierte Stifte an, mehr wie ölbasierte Stifte. Sie kommen in Sets von 6, 12, 24, 36 und 72, wobei es ein 48er und das 72er Set in einer Holzbox gibt. Es gibt auch eine Hautfarbenserie, ich meine, das ist das 6er Blister-Set, das man kaufen kann, einfach um zu probieren, wie so die Töne sind. An sich kann man die Stifte einzeln erwerben, problemlos eigentlich in jedem Onlinehandel hier in Deutschland. Einige bestimmte Märkte führen die Derwent Coloursoft auch in ihrem Sortiment, sodass man sie vor Ort ausprobieren und kaufen kann. Die Stifte haben einen Minendurchmesser von 4 mm und einen Stiftedurchmesser von ca. 8 mm. Hier in der Holzbox kommen die Stifte eben wirklich schön geschützt. Hier vorne mit Schaumstoff, damit die Minen geschützt bleiben. Diese Holzlatte, damit sie fest in diesen Fächern sitzen bleiben, wobei man die Latte nicht wirklich braucht, weil die Stifte an sich hier unten in so einer beschichteten Fassung sitzen und eigentlich auch ziemlich fest da drin sitzen. Die Stifte haben einen braunroten Lack, der matt ist und gut in der Hand liegt, und auch die Prägung ist wirklich schön in Silber zu lesen mit dem Farbnamen und der Farbnummer. Das C steht für die Coloursoft-Serie. Hier hinten ist eine Farbkennung, die von meinem Gefühl her eigentlich sehr gut zu der Minenfarbe passt. Es gibt ein paar Abweichungen. Die Farbkennung ist natürlich immer hilfreich, wenn man malt und direkt zu einer Farbe greifen möchte. Allerdings würde ich auch hier immer empfehlen, euch eine separate Farbtabelle anzulegen, damit ihr seht, wie die Farben wirklich auf dem Papier aussehen. Was die Farbauswahl betrifft, ist eigentlich alles gut vertreten. Allerdings habe ich viele Farben bei diesem Set während meines Malens vermisst. Und zwar hat mir zum Beispiel ein richtig dunkles Indigo gefehlt. Hier diese beiden Blautöne, ich habe hier schon sehr, sehr stark gedrückt, muss man sagen, sind eher ein dunkleres Blau, aber für mich kein dunkles Indigo. Genauso hat mir ein richtig schönes, sattes, dunkles Lila gefehlt. Dieses Blackberry war eher eine Mischung aus Braun und Lila. Allerdings gibt es hier echt viele schöne, außergewöhnliche Töne, wie dieses Grau-Grün, das Eisblau, Pale Blue,
Die Mintfarben, das waren wirklich so meine absoluten Favoriten. Aber auch hier musste ich feststellen, dass in der Grünabteilung ein schönes mittleres Grün fehlt. Es gibt viele hellgrün, mintige Töne, aber so ein saftiges Blattgrün fehlte mir. Das einzige richtig, ja, Naturgrün, was man so in der Natur finden würde, war dieses Midgreen. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Allerdings muss ich sagen, dass man mit diesen Stiften wunderschön Farben mischen kann. Ich habe es selten in Sets, dass ich so schön neue Farben mischen konnte, auch so einfach und ohne Probleme. Und da muss man sagen, wenn man sich die Zeit nimmt und Farbkombinationen ein bisschen testet, Farbmischungen ausprobiert, wird man mit diesem Set nicht enttäuscht. Für den Anfang würde ich euch aber empfehlen, euch vielleicht nach einem anderen Set umzuschauen, wenn ihr gerade mit dem Malen einsteigt, weil ich finde, dieses Set ist ein super Ergänzungsset, wegen den besonderen Farbtönen, die hier sind. Allerdings fehlen mir als Einsteigerset einige Farben, die ich als Einsteiger oft benutze. Und ja, man mischt halt noch nicht so viel, man ist eher dabei, die Technik zu verfeinern. Deswegen würde ich das als Ergänzungsset empfehlen, nicht als Einsteigerset. Das andere, was mich gestört hatte, war das Schwarz und das Weiß. Das Weiß ist genauso nutzlos wie die Polychromo-Weißtöne. Man kann damit die Farbe ein bisschen burnischen, aber wirklich weiß wird es mit diesem Stift nicht. Und das andere war das Schwarz. Das Schwarz ist nicht wirklich schwarz, sondern eher ein dunkler Anthrazitton. Deswegen würde ich auch hier eher ein separates Schwarz und ein separates Weiß empfehlen, wenn ihr dieses Set kaufen solltet. Jetzt zu dem Problem, warum ich die Stifte vorher nicht kaufen wollte oder mir vorher kein ganzes Set kaufen wollte. Ich habe mir vor einigen Jahren einige Einzelstifte gekauft, einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie die Stifte so sind und um zu wissen, ob ich davon ein ganzes Set haben möchte. Und in diesen paar Stiften, die ich hatte, hatte ich einige Stifte, die super gemalt haben, mit denen ich richtig happy war. Und einige Stifte, die eher trocken und kratzig waren, womit ich eher das Gefühl habe, dass ich das Papier aufreibe oder schädige und nicht richtig blenden konnte. Und ja, das hat mich so ein bisschen abgeschreckt, dieses Set zu kaufen. Und ja, es ist schon einige Jahre her. Ich habe lange mit mir gehadert und ich habe auch viele Reviews geschaut und muss sagen, die Reviews waren nicht im Sinne der Coloursoft, was ich jetzt im Endeffekt nicht verstehen kann. Aber zu dem Problem, das ich hatte. Hier ist eins der Stifte, die ich eben einzeln gekauft habe und ich liebe die Farbe Ginger. Es ist ein schönes Orange, das nicht zu kräftig ist, aber auch nicht zu sehr ins Braune geht. Und als ich diese Farbe im Laden entdeckt hatte, habe ich damals ein Projekt gemalt, wo ich genau diese Farbe brauchte. Aber ich konnte mit der Farbe auf dem Papier überhaupt nichts anfangen, weil der Farbton so blass war und ihr hört es vielleicht, der Stift ist so rau, dass ich damit überhaupt nicht blenden konnte, beziehungsweise gar nicht das erreichen konnte, was ich im Sinn hatte. Und ja, das hat mich ziemlich enttäuscht, was die Stifte angeht, gerade weil ich die Farbtöne so wunderschön finde. Oft, wenn ich Projekte habe und nach so mintigen, etwas malerischen, träumerischen Farbtönen suche, denke ich direkt an die Derwent Coloursoft. Aber weil dieses Beispiel hier mich so abgeschreckt hat, habe ich nie mehr Einzelstifte nachgekauft. Bis ich mich eben durchgedrungen habe und direkt das ganze Set gekauft habe. Und bei dem Color Chart, das ich gemacht habe, ist mir direkt eine Sache aufgefallen. Ich habe hier natürlich auch ein Ginger in dem Set. Und als ich das dann in meinem Swatch-Chart aufgetragen habe, war ich erschrocken und dachte, irgendwie ist es sehr viel weicher als dieses raue, farblose, das ich mit den alten Stiften hatte.
Und so habe ich eben die Einzelstifte rausgesucht, die ich vorher gekauft habe und mit den Stiften aus diesem Set hier verglichen. Und ich musste feststellen, dass ich es bei einigen Farben hatte, dass die Stifte im Set anders waren als die Stifte, die ich einzeln gekauft habe. Manche Einzelstifte waren besser, manche Einzelstifte waren schlechter als die in diesem vollständigen Set. Und so habe ich eben während meines Swatch-Chartes immer ein Häkchen gemacht, wenn die Farbe in Ordnung war. Und so hatte ich einige Farben, die nicht okay waren, wo eben ein Häkchen fehlen, die eher rau und kratzig waren, aber der Großteil der Farben war in Ordnung. Und nach ein bisschen Überlegen habe ich mich dazu durchgedrungen und Derwent kontaktiert. Ich habe ihm von meinem Problem erzählt. Ich habe einige Fotos von dem Vergleich zwischen den Farben geschickt und auch ein Bild davon. Hier zum Beispiel habe ich den Pinkton in meinem Set. Sieht vollkommen in Ordnung aus. Und hier habe ich den Pinkton, den ich einzeln gekauft habe. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich habe hier so einen weißen Streifen drin. Und dieser Pinkton ist rau und farblos und ich drücke richtig stark, wobei der Pinkton in meinem Set, schön und weich ist. Ja, das passiert bei weichen Stiften. Ja. Und so habe ich mich eben durchgedrungen und Derwent kontaktiert und musste feststellen, dass da wirklich ein Qualitätsproblem zu sein scheint. Und Derwent war wirklich zuvorkommend und sie haben mir die Stifte, die ich eben genannt habe, die in meinem Set sehr rau waren, ersetzt mit Stiften, die sie vorher durch die Qualitätskontrolle geschickt haben. Und dass die Stifte in der Qualitätskontrolle waren, sieht man an dieser Markierung hier. Ich hoffe, ihr seht das im Video. Hier ist so eine Standsmarke und das heißt, dass die Stifte nochmal wirklich qualitätstechnisch kontrolliert wurden, bevor sie rausgeschickt wurden. Und da ist wirklich, wirklich ein Unterschied. Und so habe ich jetzt eben ein vollständiges Set mit wirklich tollen Stiften, die alle normal samtig malen und alle vor allen Dingen einheitlich malen und kein Problem mehr mit rauen, farblosen Stiften. Weil nichts stört mich mehr an einem Set, als dass ich Stifte habe, die ich nicht benutzen kann, weil die Farben einfach rau und farblos sind und ich dann immer gucken muss, dass ich diese Farbtöne nicht benutze, obwohl es genau die Farbe ist, die ich direkt brauche. Ja, das zu dem Qualitätsproblem, das ich hatte. Also wenn ihr Stifte haben solltet oder ein Problem mit den Derwent Colorsofts haben solltet, wie ich es hatte, dass sich einige eher farblos und rau anfühlen, dann geht in den Laden, kauft euch einen anderen Stift zum Vergleich oder geht in den Laden und probiert sie einfach mal aus oder kontaktiert Derwent und fragt nach Ersatzstiften. Es hat auf jeden Fall gut funktioniert. Ich male hier in dem Buch Magical Delights von Clara Markova, das mir die liebe Silvia damals geschenkt hat. Ist noch nicht allzu lange her. Und ja, ich finde, dieses Buch passte sehr gut zu der Farbpalette der Derwent Coloursoft. Was mir direkt am Anfang aufgefallen ist, dass man mit diesen Stiften einfach wunderschön Farben blenden kann. Man kann mit sehr leichter Hand malen, die Stifte sind sehr vergebend, man kann wirklich schön Farbe auftragen, gerade dünn auf großen Flächen sind sie sehr, sehr einfach zu handhaben. Wie schon vorher erwähnt, haben mich die Stifte sehr an die Polychromos erinnert, wobei sie ein bisschen weicher sind und deswegen lief das Blenden ja einfach wie von selbst. Sie sind nicht so weich wie die Prismacolors, die eben sehr, sehr wachsig sind, sondern sie sind eine gute Mischung, aber mit einer Tendenz zu den Polychromos für mich. Ich habe sehr, sehr viel Spaß daran gehabt, diese Flasche zu malen, weil ich echt erstaunt war, wie schön die Farben ineinander blenden, wie schön man Verläufe schaffen kann, einfach ohne viel Arbeit reinzustecken, diese harten Kanten zu verblenden, die man manchmal hat. Und da habe ich die Stifte wirklich zu schätzen gelernt. Ich habe auch ein bisschen
Farbverdünner verwendet, einfach um alles so mehr in das Papier zu blenden, damit diese weißen, ja, die Struktur des Papiers verschwindet, und auch das hat super funktioniert. Ihr seht hier vielleicht, dass die Stifte sehr spitz angespitzt sind. Ich habe den Derwent Kurbelanspitzer dafür verwendet, und während des Anspitzens aller Stifte ist mir keine einzige Mine gebrochen. Allerdings muss man wirklich aufpassen, dass man nicht zu doll drückt, weil der Stift eben weicher ist und die Spitzen dann neigen abzubrechen. Und was mir besonders aufgefallen ist, ist, dass die Farben eben strahlender werden, je mehr Farbschichten man aufträgt. Und das ist eigentlich prägend für ölbasierte Stifte. Ich habe hier noch einmal einen Ausschnitt für eine eher kräftigere Farbvariante, die ich gewählt habe. Und auch das war mit den Stiften wunderbar zu malen. Allerdings musste ich hier auch wirklich aufpassen, dass ich die Farben aufbaue und nicht den Stift mehr drücke, um die Farbe intensiver zu kriegen. Weil das doller Drücken hat eben nur darin resultiert, dass mir die Minen nicht abgebrochen sind, aber die Spitze der Mine ist mir abgesplittert oder weggekrümelt. Aber das Aufbauen der Farben Schicht für Schicht hat mit diesen Stiften wunderbar funktioniert. Wobei ich nicht mehr als 4 Schichten auftragen konnte, weil ich schon ein bisschen stärker gedrückt habe, das Papier ein bisschen glatter war, und ja, es sind etwas härtere Stifte, die eben die Struktur des Papiers mehr zerstören, je doller man drückt. Wie schon vorher erwähnt, habe ich es wirklich genossen, Farben mit diesen Stiften zu mischen. Ich habe es selten gehabt, dass ich Farbtöne so schön mischen konnte, sogar mit den Polychromos nicht. Und ich finde, diese Stifte sind für mich welche, zu denen ich auf jeden Fall greifen werde, wenn ich große Flächen ausmalen muss, weil gerade bei großen Flächen sind diese Stifte sehr vergebend, malen sehr gleichmäßig, und das Blenden funktioniert wirklich super, egal wie unordentlich ich quasi male. Und ich weiß, dass ich weniger Details damit ausmalen werde, weil mir die Mine bei Details, gerade wenn ich ein bisschen mehr drücke, eher wegkrümeln würde. In Vorbereitung auf diese Review habe ich mir andere Reviews angeschaut, um einen Eindruck zu bekommen, und ich muss sagen, diese Stifte haben nicht gut abgeschnitten, vor allen Dingen bei Künstlern. Einerseits lag es daran, dass die Stifte nur von 72 ist circa ein Drittel nicht lichtbeständig. Das heißt, dass man nur 3/4 des ganzen Sets benutzen kann. Vor allen Dingen die Pink- und Lila-Töne sind betroffen. Derwent benutzt die Blue Wool Scale als Einstufung und hat ein Punktesystem von 1 bis 8, um eben die Lichtbeständigkeit einzustufen, wobei 8 die beste Lichtbeständigkeit ist. Und circa, knapp über 50 Stifte sind lichtbeständig, und alles andere fällt unter 5 auf der Blue Wool Scale und ist somit nicht künstlergeeignet, was mich aber als Malbuchkolorist jetzt eher weniger tangiert. Mir hat wirklich die Performance der Stifte zugesagt, und viele Künstler fanden sie nicht toll, und ich kann auch verstehen, warum, weil man eben als Künstler schnell arbeiten möchte. Und diese Stifte brauchen ein bisschen mehr Geduld. Sogar, ich würde sagen, ein bisschen mehr Blenden als mit den Polychromos, gerade weil man hier die Farbschichten eher mehr aufbauen muss, ohne mehr zu drücken, als bei den Polychromos, wo man eben auch mal drücken kann, wenn man eine stärkere Farbe braucht. Nichtsdestotrotz hat mir die Performance echt gut gefallen. Ich habe mich mit diesen Stiften wirklich gut angefreundet und weiß, dass es ein Set sein wird, wo ich wirklich gerne zugreifen werde, und nicht nur, weil mir die Farbauswahl wirklich, wirklich gut gefällt als Ergänzung zu meinen anderen Sets, sondern auch, weil ich die Performance sehr, sehr angenehm fand. Also alles in allem ist das ein Set, das ich auf jeden Fall empfehle als Ergänzung zu euren anderen Farben, und die Stifte sind härter als die Prismacolors, aber immer
noch ein bisschen weicher als die Polychromos. Das Blenden ist wirklich super einfach und funktioniert einwandfrei. Ich habe die Stifte in 3 oder 4 verschiedenen Malbüchern getestet und hatte auf ja so glattem Papier wie hier in dem Clara Markova Buch oder in Maria Trolles Buch keine Probleme. Und ja, habe den Prozess echt genossen und bin froh, dass ich diesen Stiften eine zweite Chance gegeben habe. Dann hoffe ich, ich konnte euch vielleicht helfen, eine Entscheidung zu treffen, oder wenn ihr damals genau die gleiche Erfahrung gemacht habt wie ich, dass ihr vielleicht ein paar Montagsstifte erwischt habt, dass ihr vielleicht nochmal den Stiften eine zweite Chance gebt und es nochmal probiert. Dann vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!